Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Die bunten Wiesen im Juni, voll mit Gräsern und Pusteblumen, sind einfach ein wunderbares Malmotiv. In dieser Jahreszeit gibt es beim Spazierengehen in der Natur an jeder Ecke Motive zu entdecken. Ich arbeite heute mit folgenden Materialien: Lichter Ocker, Xylin Blau, Sienna gebrannt, Permanent Alizarin von der Firma Winsor Newton, Jaune Brillant Ultramarin Feinst von Schminke, Green Appetite Genuine von Daniel Smith und Lavender von Mielo. Außerdem setze ich Highlights mit Titanweiß aus der Tube von der Firma Winsor Newton. Perilane Green und Neutraltinte habe ich, glaube ich, vergessen, also diese beiden Farben sind auch mit im Spiel. Ich arbeite auf Büttenpapier der Firma Arches, 300 Gramm, Graphin. Die Pinsel sind ein Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, ein Rotmarderhaarpinsel Größe 10 und ein kleiner synthetischer Pinsel in der Größe 6 aus meiner eigenen Pinselkollektion. Außerdem habe ich einen synthetischen Flachpinsel zum Auswaschen in der Größe 8. Für mein heutiges Motiv verwende ich als Vorlage mehrere Fotos. Ich arbeite häufig so, dass ich mir aus verschiedenen Fotos meine Bildkomposition zusammenbastle. Möglichst immer frisch unter dem Eindruck einer vor Ort erlebten Situation. Skizze und auch die Referenzfotos bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet. Dies ist ein Service, der das Nachmalen der Motive erleichtern soll. Unter dem Video findet ihr einen Link zum Unterstützerbereich. Dort könnt ihr euch über die verschiedenen Möglichkeiten und Pakete informieren. Um die weiche Struktur der Pusteblumen im Aquarell gut umsetzen zu können, möchte ich heute nass in nass arbeiten. Damit mein Baumwollpapier möglichst lange nass bleibt, feuchte ich es heute von beiden Seiten an. Ich beginne mit der Rückseite und benetze dann auch die Vorderseite gründlich mit klarem Wasser. Wenn das Papier auf beiden Seiten nass ist, liegt es ganz plan und ich muss es auch nicht aufspannen. Mein 300 Gramm Büttenpapier wälzt sich auch bei längerem Malen nun nicht mehr. Mit einem Gemisch aus Xylinblau und Ultramarinblau setze ich ein paar Pinselstriche, um am oberen Bildrand Himmel anzudeuten. Dann arbeite ich mit verschiedenen kühlen Grüntönen weiter. Ich mische Cobalt-Türkis Light mit Perilane Green, nehme auch etwas Neutraltinte mit in die Mischung hinein und arbeite mit variablen Pinselstrichen bis zum Horizont. Der Pinsel ist nun relativ trocken und die Farbe kräftig. Wenn ich auf nassem Papier arbeite, wird die Farbe heller auftrocknen. Green Appetite Genuine kommt nun zum Aufwärmen der grünen Mischung mit hinzu. Ich achte darauf, dass die Büsche sehr verschieden sind und versuche jede Gleichmäßigkeit zu vermeiden. Ein paar Spritzer aus der Wasserflasche geben die geliebte Tröpfchenstruktur in die Fläche. Mit einer Mischung aus Ocker und etwas Cadmiumgelb male ich das helle Feld im Mittelgrund. Mit Sienna gebrannt und Green Appetite Genuine kommen einige dunkle Akzente in die Fläche hinein. Nun wird der Rest der Wiese gemalt mit verschiedenen Mischungen von Green Appetite Genuine, Sienna gebrannt, Cadmiumgelb und etwas Permanent Alizarin. Die Richtung der Pinselstriche ändert sich nun. Ich arbeite mit vertikalen Strichen, um zu zeigen, dass hier der Vordergrund beginnt. Nun halte ich mein Blatt ganz steil und spritze mit der Sprühflasche vorsichtig die untere Hälfte des Blattes an. Die Farbe läuft nach unten und meine Pinselstriche verbinden sich zu einer weichen Fläche. Ein paar dunkle Striche für angedeutete Gräser und Stiele kommen jetzt mit relativ trockenem Pinsel und kräftiger Farbe in die feuchte Fläche hinein.
Die linke Ecke im Vordergrund möchte ich etwas dunkler haben und setze hier besonders kräftige Grüntöne ein. So, die Wiese ist jetzt fertig, aber die Pusteblumen sind alle verschwunden. Da mein Blatt noch gut nass ist, kann ich jetzt mit dem Auswaschpinsel ganz weiche, helle Formen aus der Farbe wieder herauswaschen. Dafür feuchte ich den Flachpinsel im Wasserglas an, trockne ihn mit dem Tuch meiner linken Hand etwas ab und drücke ihn fest aufs Papier. Vorsicht, der Pinsel darf wirklich nicht zu nass sein, sonst würde das Wasser in die halbnasse Farbfläche der Wiese laufen und es würden sich Pigmentränder bilden. So entstehen hier aber weiche Ränder und auch die gebrochene helle Farbigkeit, die dadurch entsteht, dass die Farbe sich nicht komplett wieder vom Papier ablöst, gefällt mir für die Pusteblumen sehr gut. Ich achte darauf, dass die Blumen mit variablen Abständen in verschiedenen Größen erscheinen und auch sich gelegentlich überlappen. Mit dem trockenen Küchentuch kann ich noch ein wenig die Helligkeit heraustupfen. Auch die Stiele der Pusteblumen hole ich jetzt mit dem Auswaschpinsel leicht heraus. Hier versuche ich, diagonale Bewegung ins Bild zu bringen. Ich wasche also die Stiele nicht ganz senkrecht aus, sondern gebe ihnen einen leichten Schwung nach links. Ein wenig dunkle Farbe zwischen die Blüten gesetzt, erhöht die Leuchtkraft der weißen Köpfe. Hier auf der rechten Seite brauche ich noch ein paar runde Formen. Also wasche ich noch einmal die Pusteblumen aus, vorne eher größere Formen und hinten kleinere und auch enger zusammenstehende. Nun mische ich mir eine kräftige dunkle Farbe aus Sienna gebrannt, Ultramarinblau und Permanentkarmesin und male dunkle kleine Formen ins Bild. Diese könnten die Samenstände des Löwenzahn sein oder aber Spitzen von Gräsern. Für mich beleben diese dunklen Formen das Bild und geben eine gewisse Verspieltheit hinein. Mit einer Mischung aus Cadmiumgelb und Jaune Brillant spritze ich ein paar gelbe Blütenköpfchen auf meine Wiese und setze mit dem Pinsel auch ab und an ein paar größere gelbe Flecken. Nun wird das Innere der Pusteblumen mit Lavendelblau und etwas lichter Ocker ein wenig genauer ausgearbeitet. Hier und da verstärke ich die dunklen Flächen noch einmal und zum Schluss gibt es noch einige Akzente mit Titanweiß direkt aus der Tube. So kommen die Köpfe der weichen Pusteblumen vor dem dunklen Hintergrund noch mehr zum Leuchten. Wer mag, kann auch noch einige Spritzer Titanweiß, so wie ich hier, direkt auf die Wiese geben. Ich hoffe, dieses Motiv heute hat euch gefallen.
Vielleicht seht ihr die einfachen und schlichten Pusteblumen beim nächsten Spaziergang mit anderen Augen und habt Lust, sie dann auch malerisch umzusetzen. Viel Spaß dabei und tschüss, bis zum nächsten Mal.